In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach köstliche Osternester selber backen könnt. Ihr braucht Mehl, eine Prise Salz und ich gebe danach noch als Backtriebmittel selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzu. Wie ihr die macht, aber auch die herkömmlichen Varianten bzw. Methoden findet ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Zucker, gefolgt von Milch. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss und unten in der Beschreibung steht auch noch mal die vegane Variante. Wer hat, gibt jetzt noch einen milden Sauerteig Lievito Madre hinzu. Wie ihr das ganz einfach selber herstellt, auch hier oben rechts unter dem i. Zum Schluss folgt noch ein wenig Butter. Wie gesagt, die vegane Variante steht noch mal unten drin. Es gibt bei diesem Teig keine Eier. Die brauchen wir nämlich später nochmal. Da verrate ich euch nochmal einen Trick, wie ihr das bei den Osternestern super hinbekommt. Bei mir geht das Ganze nun ab in die Küchenmaschine. Wer hat, gibt einen Spritzschutz drauf, damit die ganze Küche nicht einstaubt. Zack. Und schon kann der Teig laufen. Wenn ihr 630er Dinkelmehl verwendet, dann bitte 5 bis 7 Minuten. Habt ihr 405er oder 550er Weizenmehl, dann knetet den Teig 10 bis 15 Minuten. So sollte er aussehen. Ich gebe ihn dann direkt in ein Glasgefäß, denn da kann ich am besten sehen und beurteilen, wie sich der Teig entwickelt und vor allem, wie er aufgeht. Wenn ihr die Kombination Lievito Madre und Hefewasser habt, dann habt ihr schon nach circa 3 bis 6 Stunden so ein Ergebnis. Richtig schön aufgegangen. Nicht wundern, bei mir ist das jetzt die doppelte Menge und zwar aus gutem Grund. Ich verlinke euch zum Schluss nochmal ein Video, was ihr mit der zweiten Hälfte machen könnt. Ich habe mir jetzt hier diese Hälfte genommen. Das ist die Menge, die ihr aus den Zutaten in der Beschreibung bekommt. Das sind dann 8 Osternester. Bemehlt eure Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl. Das ganze Equipment, was ich nutze und euch auch empfehlen kann, das findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf Mehr klickt. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber etwas bestellt, zahlt ihr ganz normal den Preis, aber könnt mich damit unterstützen, ohne dafür einen Cent auszugeben. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Kanal schon abonniert habt, die Videos teilt und auch mir einen Daumen hoch gebt, dann wäre das der nächste Schritt. Guckt da immer gerne nochmal eben rein. Ich zerteile den Teig jetzt in 8 relativ gleich große Stücke. Das könnt ihr natürlich auch abwiegen, wer möchte, aber ich finde, das ist gar nicht nötig. Und dann forme ich sie mir erst einmal rund. Ich weiß, es sollen ja Nester draus werden und die wickele ich gleich umeinander, aber damit das jetzt sich einfacher verarbeiten lässt, einmal eben Rundform. Theoretisch bräuchtet ihr das nicht. Ihr könntet jetzt auch diese Teigstücke nochmal halbieren. Für mich ist es tatsächlich einfacher, wenn ich das erstmal zu Kugeln forme, dann halbiere ich diese, dann finde ich, hat man eher die Möglichkeit, die Teige gleichmäßig zu zerteilen. Ihr seht, es ist ganz einfach. Ihr könnt auch nochmal hier auf Spannung arbeiten, das heißt von außen nach innen den Teig falten. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht macht, ihr könnt es aber tun, wenn ihr möchtet. Der Teig ist ein bisschen klebrig, das ist aber wichtig, denn klebrige Teige sorgen dafür, dass nachher das Gebäck schön fluffig und lecker ist. Und ja, da merke ich, da habe ich mich ein bisschen vertan, noch ein bisschen dazugeben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, wenn ihr möchtet, bemehlt die Arbeitsfläche nochmal, wo die Kugeln draufgehen. Das ist kein Muss, ihr könnt nachher sonst den Teig auch mit der Teigkarte da einfach runternehmen. Für mich war es an dem Tag einfacher, die in der Hand zu formen. Das klappte besser als auf der Arbeitsfläche. Ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. Normalerweise ist es umgekehrt, dass die auf der Arbeitsfläche weniger kleben, als wenn ihr das in den Händen habt. Ganz einfach aufgrund der Wärme der Hand klappt das eigentlich sonst ganz gut. Aber ihr seht, es klappt. So. Das Gute ist, ihr könnt den Teig automatisch ruhen lassen, denn bis ihr die Kugeln geformt habt, ist die erste Kugel, die ihr gemacht habt, hat sich schon entspannen können. Das heißt, das Formen der Nester ist dann gleich einfacher.
Manche von euch kennen das vielleicht. Bei Hefeteigen, wenn ihr anfangt, die zu formen, dann springen die manchmal zurück, gerade wenn man zum Beispiel Pizzateig macht. Das könnt ihr verhindern, indem ihr zwischendurch den Teig einfach mal für 10 Minuten entspannen lässt, also einfach gar nichts macht, dann den Teig weiter bearbeitet. Also wenn ihr merkt, ihr rollt jetzt zum Beispiel hier die Stränge aus und das geht immer wieder zurück, also es zieht sich immer wieder zusammen, lasst den Teig einfach mal für 10 Minuten ruhen und macht es dann weiter, dann klappt das auf jeden Fall. Wie gesagt, der Teig ist ein bisschen klebrig. Es sollte aber nicht zu viel Mehl hinzugefügt werden, denn dann klebt das nachher nicht sonst so gut zusammen. Also es verbindet sich nicht so gut miteinander. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es für mich am einfachsten geklappt hat. Wenn ihr das könnt von der Arbeitsfläche her, könnt ihr es auch einfach ausrollen. Für mich hat es ganz gut geklappt, so eine Mischung zwischen, ich drehe das in der Hand, als aber auch, ich rolle es ein bisschen auf der Arbeitsfläche raus. Und das war jetzt schon das Schwierigste. Jetzt kommt das Einfache, und zwar lege ich das hier über Kreuz in der Mitte zusammen und dann einfach so übereinander. Gar kein Hexenwerk. Und das eine Ende verklebe ich dann mit dem anderen, so, und das zweite gebe ich darüber, das andere darunter, als wäre es ganz natürlich geflochten gewesen. Und schon könnt ihr das Ganze auf einer mit Backfolie oder Backpapier ausgelegtem Backblech legen. Ganz einfach. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz von oben. Ein wenig Mehl, bevor ich das zerteile. In der Mitte einmal durch. So. Und dann einfach auseinanderrollen, ein bisschen auf der Arbeitsfläche. So, ihr seht, es ist wirklich kein Hexenwerk. Hier nochmal auseinanderrollen. Das Wichtige ist gleich bei den Nestern, dass ihr den Teig, wenn ihr die fertig geformt habt, die Nester, nochmal so 30 Minuten mindestens bei Zimmertemperatur ruhen lasst, bevor sie dann in den Backofen gehen. Weil dann gelingen sie wirklich richtig schön fluffig. Das solltet ihr bei Hefegebäck aber eigentlich immer machen. 30 bis 60 Minuten nochmal. Das Gute ist, meistens braucht man auch so lange, um das Gebäck herzustellen, je nachdem, wie aufwendig das ist. So. Ihr seht, es ist ganz einfach. Wie ich schon vorhin angesprochen habe, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, ich freue mich immer riesig, wenn ihr einfach die Videos teilt, mir einen Daumen hoch gebt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Im Hintergrund arbeite ich wirklich an unheimlich vielen neuen Videos. Auch jetzt an Ostern wird es einige nochmal geben. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich klappt, aber es gibt mindestens jeden Tag ein neues Video. Und für diejenigen, die sich für Sauerteig interessieren, ich habe jetzt gerade fertig abgedreht den glutenfreien Sauerteig. Der wurde sich gewünscht. Das habe ich natürlich gemacht und ich freue mich schon sehr, wenn auch dieses Video bald online geht. So, ihr seht hier einfach übereinander. Ihr könntet theoretisch, wer möchte, auch 3 Stränge machen und das dann nochmal flechten. Falls ihr das mal sehen wollt, vielleicht für das nächste Ostern, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann freue ich mich, wenn ich euch auch das zeigen darf. So, ich habe das jetzt hier gemacht. Ich hatte ursprünglich alle 8 Stück auf einem Backblech. Dann ist es aber beim Backen sehr eng geworden und ist dann zusammengebacken. Und das fand ich nicht so schön. Also gebt den Teigen ruhig genügend Platz. Ich bestreiche sie nun einfach mit Milch. Das kann sowohl die Pflanzenmilch als aber auch die Kuhmilch sein. Wer möchte, darf selbstverständlich auch statt der Milch ein Ei nehmen, das verquirlen, am besten zum Beispiel mit einer kleinen Gabel und damit die Nester bestreichen. Das ist aber kein Muss. Ich finde, die Milch ist vollkommen ausreichend und ihr könnt die einfach so lassen. Ich habe sie aber tatsächlich dekoriert und ich habe das Gebäck mehrfach gebacken und ich persönlich fand später die bunte Deko am schönsten. Es klappt aber auch genauso, wenn ihr Schokotropfen oder Hagelzucker verwendet. Zeige ich euch aber gleich auch nochmal.
So, hier schön bestreichen. Wenn da was auf dem Backblech bzw. Backpapier ist, ist das nicht schlimm. Das geht später ganz einfach weg. So, kommen wir zur Dekoration. Ich habe jetzt hier mir ausnahmsweise, das mache ich ja ganz selten, so bunte Streusel besorgt. Die fand eines unserer Kinder ganz besonders süß, als wir einkaufen waren. Da habe ich gedacht, gut, komm, Emma, dekorierst du es mal ein bisschen bunt. Und schaut mal, das sieht doch wirklich toll aus. Und ihr könnt da so viel oder so wenig drauf machen, wie ihr wollt. Aber später mit dem Ei war das ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Und daher bin ich schon sehr gespannt. Dekoriert ihr euer Gebäck auch gerne bunt? Habt ihr es lieber schlicht und einfach? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Das ist für mich auch wirklich immer hilfreich, damit ich weiß, wie ich das auch für euch am besten für zukünftige Videos mache. Alternativ geht selbstverständlich auch der Hagelzucker. Ihr seht, das ist die Variante, da habe ich sie noch eng aufeinander gelassen. Nicht wundern, die Backfolie sieht schon sehr braun aus. Das ist aber meine helle Backfolie. Wie gesagt, Equipment ist unten verlinkt. Damit der innere Ring sich beim Backen nicht verschließt, kann ich euch empfehlen, ein rohes Ei hinzuzugeben. Ist aber kein Muss. Und hier seht ihr das Ergebnis. Sind die nicht schön geworden? Also schnell nachbacken. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.